Guck mal, kann man durchgucken. Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu und wir bereiten uns vor auf ein neues, hoffentlich von Glück, Gesundheit und Erfolg begleitet. Wir blicken zurück auf eine schöne Zeit, aber auch auf manch trauriges Ereignis. Mit fröhlichem Beisammensein beschließen wir am letzten Abend des Jahres eine kleine Vergangenheit. Für die kulinarische Glückseligkeit empfiehlt sich der Genuss der leckersten, selbstgemachten Schürzkuchen nach einem alten Rezept. Und nun, euch allen einen guten Rutsch und viel Glück. Hallihallo, meine Süßen, auf die Schürzkuchen wartenden Zuckerschnuten. Ich habe für euch heute den absoluten Party-Oberknaller, falls ihr da noch einen braucht. Ich habe hier mitgebracht die, so sagen wir, Schürzkuchen aus der Rue de la Chanson, de la Champs-Élysées, de la Parfum, aus Frankreich. Ja klar, ich und Französin. Super Witz, Joanna, wieder ne? Pariserin bin ich schon gleich dreimal nicht. Aber ich habe die absolut besten Schürzkuchen für euch. Und wenn ihr die auf der Party euren Gästen präsentiert, absoluter Knüller. Die Zutaten zeige ich euch gleich. Für die leckeren Schürzkuchen brauchen wir folgende Zutaten. Und zwar 750 Gramm Mehl, 125 Gramm Butter, eine Backhefe frisch aus dem Kühlregal, 2 Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 4 Eier, ein halbes Fläschchen Zitronenaroma, 100 Gramm Zucker, 200 Milliliter Milch und zum Ausbacken brauchen wir so richtig gutes Schweineschmalz. Und zwar ein ganzes Kilo und dann schmecken diese Schürzkuchen auch genauso wie bei Oma früher oder bei der Mama. Da kann ich mich immer noch dran erinnern, denn dieses Schmalz eignet sich wirklich ganz toll zum Rausbacken. Ich kann es natürlich auch verstehen, wenn ihr jetzt sagt, dann nehmt ersatzweise Butterschmalz, weil es hat schon einen sehr eigenen Geruch und ist gewöhnungsbedürftig, nicht jeder mag's. Versucht es halt mit Butterschmalz, würde genauso gehen. Aber es hat halt diesen typischen Geschmack dann und diese Schürzkuchen, altes Rezept, früher hat man halt immer mit Schweineschmalz alles rausgebacken. Ja, wir fangen jetzt dann schon mal an und beginnen den Vorteig vorzubereiten. Den kennt ihr ja schon vom Hefestollen und zwar machen wir im Mehl eine Kuhle. Da krümeln wir dann das Hefestückchen rein mit etwas Zucker und der warmen Milch. Das kneten wir schön und dann lassen wir es gehen. Dann ist der Vorteig praktisch fertig und ihr kriegt ein bisschen Partymucke auf die Ohren und wir sehen uns gleich. Ich bereite schon mal alles soweit vor. Bin ich wieder und der Teig ist jetzt gegangen, ca. 20-30 Minuten. Jetzt spitzen wir mal ganz lange, langsam und leise. Ja, und der ist schon wieder richtig schön hochgeploppt und so muss es dann aussehen und dann ist der Vorteig richtig. Und jetzt können wir dann die restlichen Zutaten dazugeben, das heißt die Eier, die Butter, die habe ich hier auch schon etwas erwärmt. Aber auch immer darauf achten, nicht zu heiß machen, nur ein bisschen warm, denn sonst verbrennt die Hefe und dann sterben die Bakterien und dann geht nichts mehr vorwärts mit dem Hefeteig. So, und unser Aroma, Zucker und das Salz, das gebe ich jetzt alles da rein und dann geht es auf in die Küchenmaschine und dann wird ordentlich gerührt. Ein bisschen Salz, dann das halbe Fläschchen Aroma. Das ist auch so ein Geheimtrick von meiner Oma. Die hat immer Zitronenaroma reingemacht in diese Schürzkuchen. Und weil eigentlich normalerweise wird man die da nie reinmachen, wenn man einen normalen Hefeteig macht. Dann eben nur mit Eiern, Zucker, Butter, Mehl. So, 1 und 2, 3,
und 4 und dann den restlichen Zucker, die restliche Milch, die ist auch noch ein bisschen handwarm. Und was haben wir noch? Die Butter, genau, die kommt jetzt auch noch hinein und dann geht es auch schon los in die Küchenmaschine und dann mit einem Knethaken so lang verrühren, bis ein schöner, gleichmäßig geschmeidiger Teig entstanden ist. So, jetzt brauche ich natürlich, klar, meine Dreifachsteckdose, die muss ich erstmal rausziehen und Strom. Mein Kabel, so, dann da hinein. Jetzt brauche ich nicht wieder erwähnen, wer den eingebaut hat, ne? Also, auf geht's! So, jetzt muss ich den Bus noch mal ein bisschen umdrehen, weil der zieht sich sehr und ist auch sehr klebrig. Der ist ein bisschen dünner als der Hefeteig von dem Stollen. Denn die Schützkuchen muss man dann später auch ein bisschen ziehen, aber das zeige ich euch noch. Jetzt geht es dann auch schon weiter. Okay, jetzt ist er dann fertig. Also da muss man dann auch beim Verarbeiten nachher, wenn man die Teigkügelchen formt, muss man auch ganz, ganz viel Mehl an die Hände tun. Denn, okay? Ja, ihr nicht, ich mache das. Und dann muss man jetzt den Teig noch ein bisschen gehen lassen. Jetzt müssen wir schnell mal die Hände waschen, weil das bippt richtig. Das muss so richtig schön bappen, ne? Dann ist er genau richtig. So schaut dann unser Teig aus. Und der muss jetzt dann auch noch mal 1 Stunde gehen. Und zwar an einem warmen Ort. Es darf also nicht ziehen in der Küche. Heizt ordentlich ein. Dann decken wir ihn wieder mit dem Handtuch zu. Und dann sehen wir uns in 1 Stunde. Da bin ich wieder. Und unser Teig ist wieder gegangen. Und wie? Der kommt bald aus dem Topf raus. Schau mal, der schaut so richtig schön aus. Und das ist ein richtig toller Hefeteig. Und ja, Hefeteig mag ganz, ganz viel Wärme. Also achtet immer drauf, dass es bei euch schön kuschelig ist. Und dann wird es auch was mit dem Hefeteig. Den müssen wir jetzt noch weiter verarbeiten. Und zwar brauche ich jetzt dazu als nächstes ein Backblech. Und da habe ich schon ein Backpapier draufgelegt. Und zusätzlich brauche ich dann noch ein bisschen Mehl. Denn dieser Hefeteig, der bappt natürlich sehr. Und darum muss ich da sehr aufpassen, sonst bleibt er an den Fingern kleben. Jetzt mache ich mir hier in das Schüsselchen ein bisschen Mehl rein. Und da kann ich dann die Hände drin eintauchen. Und nehme jetzt immer so kleine Klümpchen und mache einfach ein paar kleine Kugeln draus. Und die lege ich jetzt hier so nebeneinander auf das Backblech. Die Teigkügelchen müssen wir jetzt noch mal abdecken und lassen sie an einem warmen Ort noch mal 1/2 Stunde ungefähr gehen. Und dann sehen wir uns gleich am Herd. Knister, knister. Die kleinen Hefebällchen sind jetzt gegangen und jetzt können wir anfangen und unsere Schürzkuchen daraus formen. Und zwar könnt ihr hier schon mal schauen, die Bällchen sind jetzt noch mal größer geworden. Und jetzt muss ich einfach eins in die Hand nehmen und dann wird hier ein Löchlein in die Mitte gedrückt und dann tun wir das ganz entspannt ein bisschen formen. Wie so ein Donut, das ist eigentlich, könnte man da auch Donuts draus machen, denke ich. Aber dieser Schürzkuchen von der Form her wird jetzt einfach noch mal so einmal umgeschlagen ineinander und etwas lang gezogen. Und dann lege ich ihn jetzt mal daher, da ist er sauber. Machen wir den nächsten gleich. Einfach in die Mitte vom Bällchen ein Loch drücken.
mal ganz cool rumschwenken. Dann ineinander schlagen, ein bisschen lang ziehen und dann legen wir es nochmal her. Und so geht's dann. Man könnte natürlich daraus auch jetzt kleine Krapfen machen, die einfach so ausbacken, wie sie sind und später ein bisschen Marmelade reinspritzen. Das haben wir zum Beispiel damit auch gemacht früher, aber wir wollen ja heute die leckeren Schürzkuchen machen. Fliegt mir jetzt gleich das Mehl um die Ohren. Einmal ineinander schlagen und dann wieder hinlegen, ein bisschen lang ziehen. Und dann könnte man eigentlich auch schon loslegen. Das Fett sollte nicht allzu heiß sein, also so maximal 165 Grad und legt auch nicht zu viele Schürzkuchen auf einmal ins Fett, weil das kühlt dann nämlich rapide ab und wenn es zu kalt ist, dann saugt sich der Teig total voll mit dem Fett. Also nicht alles auf einmal vollstopfen, lieber bloß 2, 3 maximal reinlegen und die backen wir jetzt dann mal gleich aus. Wenn der Boden von unten anfängt, so ein bisschen braun zu werden, schaut und spitzt einfach mal immer drunter und dann dreht ihr sie um. Ihr seht zum Beispiel nicht, dass der Boden dann zu dunkel wird. So kriegen sie eine schöne goldgelbe Farbe. Darum sollte eben das Fett auch nicht zu heiß sein, weil wenn das zu fett ist, dann sind sie draußen schon fast schwarz, dunkelbraun und innen noch nicht durch. Und die brauchen so circa 5 bis 8 Minuten, je nachdem wie groß sie auch sind. Lasst sie ruhig länger drin, nicht dass es innen noch roh ist dann. Aber wenn man es gut beobachtet, dann geht da auch nichts schief. Ihr habt vielleicht schon gesehen, ich habe ja auch ein Thermometer im Topf. Das ist eigentlich ein Fleisch, so ein Grillthermometer, was die Innentemperatur vom Fleisch misst. Aber es misst natürlich auch die Temperatur vom Fett. Und das finde ich ganz clever, weil da kann ich genau messen, wie viel Grad das Fett gerade hat. Und damit es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist. Und dann klappt es auch mit den Schürzkuchen, mit den Donuts und was ihr auch immer auspacken wollt. Ich kann gern mal schauen, ob ich so eins finde. Und dann verlinke ich euch das mal unten in der Infobox. Ist auch zum Grillen total super. Und es hat sogar hier ein Mobilteil. Das könnt ihr dann mitnehmen. Das ist fast geklappt. Das könnt ihr dann mitnehmen, wenn ihr im Sommer draußen grillt. Und dann seht ihr genau, wann euer Fleisch die Temperatur hat im Inneren auf dem Grill oder auch der Grill innen. Super, finde ich klasse. Ich verlinke es euch mal. So, dann schauen wir mal hier noch einmal rumdrehen. Müssten jetzt dann fast schon fertig sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Pflicht an Silvester. Ich weiß nicht, was gibt es bei euch irgendwas, wo ihr jedes Jahr auch regelmäßig, ja, ich glaube, so Dinner for One und so guckt, glaube ich, jeder. Ich weiß nicht, aber ich zumindest immer noch seit, naja, ich weiß nicht wie lange. Aber gibt es bei euch irgendwas, was ihr dann an Silvester jedes Jahr macht oder was es dann so zu essen gibt? Also bei uns, wie gesagt, diese Schürzkuchen, die hat meine Mama immer gemacht bis jetzt und die Oma früher. Und jetzt mache sie ich. Wie mit dem Stollen, das Gleiche. Irgendwie wird es immer so weitergegeben von Generation zu Generation. Aber ich finde es ja auch ganz schön, weil Rituale braucht ja der Mensch. Und ich finde es auch für die Kinder immer toll, dass die dann immer solche Sachen einfach mitnehmen und dass das jedes Jahr immer wieder kommt. Ich fand es zum Beispiel als Kind auch ganz super, dass die Mama das immer gemacht hat und immer mitgebracht hat. Auch jetzt noch die letzten Jahre, wenn sie zu uns gekommen ist zu Silvester. Aber jetzt habe ich gesagt, Mama, ich mache das und ich will das Rezept auch haben. Ich möchte es gern für meine Zuschauer machen, dass die dann auch vielleicht diese leckeren Schürzkuchen noch an Silvester, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt noch so schnell hinkriegt, aber kann man ja auch unterm Jahr essen, jederzeit. Muss man jetzt nicht unbedingt nur zu Silvester sein. Es ist wirklich, wirklich lecker. So, ich glaube, die sind jetzt hier fertig. Dann nehmen wir schon mal die ersten raus. Kurz auf so ein kleines Papierchen zum Abtropfen. Und dann müssen die auch gleich gewendet werden in unserem Zucker-Vanillezucker-Gemisch. Ich habe hier in dem Topf habe ich einfach ganz viel Zucker rein und auch die 2 Päckchen Vanillezucker reingegeben. Und da tun wir jetzt einfach die heißen Schürzkuchen mal kurz drin wenden. So. Und dann habe ich gar kein... Warte mal, ich lege es jetzt hier gleich drauf. Und dann ist es schon fertig. So, der erste. Seht ihr das hier auf dem Display, die Temperatur, wie die abfällt? Wenn jetzt da mehrere Schürzkuchen in dem Fett liegen, dann fällt die gleich runter. Und mit dem Thermometer kann man das total super überwachen. Und ich habe jetzt auch den Herd wieder ein bisschen hochgestellt, dass wir wieder auf die 165 Grad ungefähr kommen.
Sind wir schon. Passt. Super. Und drehe ich sie nochmal um. Es riecht super lecker. Die sind wirklich eine Sünde wert. Müsst ihr unbedingt mal probieren. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und ein Grundrezept für Hefeteig, hatte ich euch ja schon erklärt, dass man da auch Hefeklöße mitmachen kann. Und die Kinder lieben doch sowas. So, einmal. Dann hier sind die nächsten schon fertig. Die kommen dann raus aus dem Fett, kurz abtropfen lassen. Und dann gleich in den Zucker. Huch. Ich mache das jetzt hier noch kurz fertig und dann sehen wir uns gleich wieder vorn. Und voilà, fertig sind diese leckeren Schürzkuchen. Und ich sag's euch, die sind so fein und die sind der Renner auf eurer Party. Ich kann es euch echt versprechen, macht es mal. Wenn ihr Gäste habt an Silvester, packt die raus und ihr werdet sehen, das macht süchtig. Das ist der Hammer. Und es schmeckt immer noch so und es ist immer gleich und es ist so knusprig. Das könnt ihr direkt in eine reinbeißen, dass ihr das auch hört. Meint ihr das? Ja, ne, könnt ihr schon machen. Schau mal, pass mal auf jetzt. Hört ihr, wie das knuspert? Und die sind so schön fluffig innen. Schaut mal. Wenn man das auseinanderbricht, wie gut es ausschaut und wie schön weich die sind. Und außen sind sie so richtig schön knackig. Und es ist halt so, die halten ja sowieso nicht lange bei uns. Und wenn wir die am Silvesterabend auf den Tisch stellen, dann sind die am nächsten Morgen weg. Weil die sollte man nämlich auch sehr frisch essen. Die werden leider sehr schnell hart. Aber das macht gar nichts, weil frisch schmecken sie immer noch am besten, wenn sie so warm sind sowieso. Ich kann gar nicht widerstehen fast. Aber es ist echt wirklich, wirklich oberlecker. Und zu Silvester ein ganz, ganz toller Mitbringer oder eine tolle Süßigkeit dann noch zum Kaffee irgendwann mal nach Mitternacht. Herrlich. Ich verspreche es euch, ihr werdet begeistert sein. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr sie nachgemacht habt. Und normalerweise hat man auch alles daheim. So an Zutaten, die man braucht. Und probiert es einfach mal aus. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, ob ihr diese Schürzkuchen mal nachgemacht habt. Man kann auch, übrigens habe ich hier mal probiert, einen Krapfen machen. Schaut mal. Das ist ein Krapfen. Und da kann man dann einfach noch Marmelade reinspritzen, wenn man möchte. Oder auch nicht. Oder halt Senf. Haben wir ja früher irgendwie gemacht, ne? Ich glaube, war das so Silvester? Ja, oder nee, Fasching, Entschuldigung. An Fasching war es so, da war immer mal in so ein paar Krapfen Senf drin. Aber nee, das macht man nicht. Es wäre viel zu schade für diese tollen Krapfen. Es hat mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr, auch im Namen vom ganzen Team von Fein Fein Schmeckt's. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr uns oder mich auch durch das Jahr begleitet habt und ich freue mich auf das nächste Jahr und auf viele, viele tolle Rezepte mit euch, die zu teilen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, habt eine schöne Silvesterfeier und vielleicht noch so ein kleines Ding in eigener Sache, ballert nicht so viel da oben in die Umwelt rein. Ihr wisst ja, es ist ja eh schon mit dem Ozonloch nicht so doll und das kostet ja auch mal so einen Haufen Geld, ne? So 2, 3 Raketen oder ein paar. Ja, aber manche übertreiben es schon echt Wahnsinn. Da ist immer alles ganz schwarz, da kann man gar nicht Auto fahren über nach Mitternacht. Da sieht man nichts und das stinkt ja noch ewig. Naja, müsst ihr selbst entscheiden. Aber ich denke mal, weniger ist manchmal mehr und Spaß haben kann man ja trotzdem zusammen. Und so ein kleines Tischfeuerwerk oder so tut es ja vielleicht auch, oder? Also, wir sehen uns nächstes Jahr. Macht's gut, bis dahin. Vielen Dank, eure Joanna aus der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Ciao, ciao, macht's gut. Und ich esse jetzt meinen Krapfen. Gar kein Krapfen. Und Schürzkuchen. Herrlich. Echt super. Die müsst ihr auch essen jetzt. Machen wir schon, klar. Seit Jahren ärgere ich mich darüber, was da für riesengroße Kartons an Böller und an Feuerwerk abgefeuert werden auf der Straße. Und auch die Tiere, die leiden da ja auch drunter. Ne? Weil die sind, ne? Wir hatten ja auch Hunde immer und die haben echt, die sind durch Silvester, sind die durchgedreht. Das war halt immer schade, weißt du, weil die haben so Angst, die wissen ja nicht, was passiert.
Ne? Die hören das ja alles so viel, viel mehr. Die haben viel, viel feinere Ohren und viel feineres Gehör als wir. Und unser Pudel, die hat sich immer im Bett versteckt. Die Arme, echt. Muss ich immer noch dran denken. Na, wir haben früher nicht so viel geballert. Das ist wirklich ganz schön viel geworden in den letzten Jahren, finde ich. Die Leute geben so viel Geld aus für Silvesterfeuerwerk. Wow. Nee.